Und hier hast du alle Modelle, die momentan so vertrieben werden von Piaggio. Die Warenschätze kommen dann woanders. Also da kommt selten wer rauf. Da haben wir was ganz Spezielles für dich. Das in jedem Fall ist für mich ganz persönlich in meiner kleinen Rollerwelt eine der größten Legenden. Willkommen zu einer neuen Folge von Most Sexiest Vespa Workshops. Und zwar sind wir diesmal zum ersten Mal im schönen Österreich. Die Experten von euch werden es gleich erkennen, wenn ich auf genau diesem Roller, der Enola Gay, sitze, dann kann ich nur bei einem Mann sein, bei Stoffi. Und den lernen wir jetzt mal kennen. So, wir sehen schon ein sehr aufgeräumter, sehr hübscher Showroom, wo vor allem Modern Vespa stehen. Und das hat einen Hintergrund, nämlich Stoffi ist auch offizieller Piaggio-Händler. Schauen wir mal, wo er ist. Servus, ich bin Jesko. Dani, sehr schön. Ist denn Stoffi auch zu sprechen? Ja, sehr gerne. Ja, der Jesko. Servus. Servus, Stoffi. Hallo. Servus. Sehr Hallo. schön. Na? Wir wollen uns gerne den Laden angucken. Ja, ich nehme mal 2 Minuten. Gerne. Gehen wir eine Runde. Sehr gut. Also, wir sind gerade hier schon reingekommen in deinen Showroom und der ist ja schon mal außergewöhnlich für einen Rollerladen, weil er ist sehr aufgeräumt. Also meine Läden waren nie so aufgeräumt und schön gefliest und es stehen ganz viele neue Wespen hier. Und hier hast du auch alle Modelle, die momentan so vertrieben werden von Piaggio. Ich sehe hier Primavera und GTSen. Ganz da hast genau. du auch schon vor allem die ganz neue Generation. Das, Genau. Seit die GTS den HP-Motor hat, ist das wirklich, das ist super fahrbar. Und die ganz neue hat jetzt ein Anti-Dive-System vorn bei der Bremse. Du kennst es nur aus den Lambretta-Zeiten, aus den ja. Rennzeiten. Also Stoffi, seit wann machst du deinen Laden? Seit 93. Vorher ein bisschen angefangen. Ich war im Flugzeugbau. Ich habe gar nicht Mechaniker gelernt. Ich war eigentlich Maschinenschlosser mit CNC-Ausbildung. Ich wollte eigentlich studieren, bevor ich ewig Student werde und dann so Psychologie, Philosophie oder Pädagogik mache. Habe ich zum Glück den Absprung geschafft und habe Roller geschraubt. Hier spanische Wespen werden auch immer mehr, oder? Weil man Ganz genau. in Spanien noch zu halbwegs vernünftigen Preisen etwas kriegt, obwohl das auch ein bisschen vorbei ist. Stimmt, vollkommen. Ist einer meiner Lieblingsmodelle. Small Frame und diese Kombination finde ich saugeil. Das habe ich gern im Urlaub mit beim Wohnmobil. Ah, weil es schön klein und leicht ist und immer läuft. Ganz genau. Und vor allem dieser Lenker, ne? Der Lenker ist an dem Ding das, was wirklich selten ist. Gut, wir haben vorher Spanien gehabt. Ja. Mittlerweile kommen ja die meisten Rallyes aus Griechenland. Ach was. Und darum Okay. gibt es in Griechenland alle Rallyes, aber immer nur Baujahr 77, 78 und 79. Krass. Gut zu wissen. Du machst das seit 1993, machst du deinen eigenen Laden, bist selbstständig, hast damals aber noch nicht hier angefangen. Das war, glaube ich, erst die zweite Location. Das ist jetzt die dritte Location. Die dritte. Ganz am Anfang habe ich angefangen in einer alten Farbenfabrik. Wie kam es, dass du in die jetzige Location gegangen bist? Es war zu klein. Ja. Es war zu klein. Also man muss sich das vorstellen, jetzt haben wir da heroben im Hauptgebäude haben wir 800 Quadratmeter. Plus nur den Dachboden, plus nur die zweite Halle, plus nur Container. Also in summa summarum haben wir ca. 2000 Quadratmeter. Und hier ist der nächste Showroom, schon wieder ein Showroom. Und hier Da- wird es aber ein bisschen älter vom Blech. Ja, zum Glück. Das sind eigentlich so die Anfänge, dass ich in die 90er Jahre einfach nach Italien gefahren bin, alte Roller gekauft habe, die damals nichts gekostet haben, was aber hier oben auch nicht so viel gebracht hat. Und es hat weniger Ersatzteilversorgung gegeben. Selbst damals in Landsberg war es nur ruhig mit der Ersatzteilversorgung. Jetzt mittlerweile ist es fast ein PX-Schauraum geworden. PX hat halt einfach nur Preis-Leistungs-Verhältnis. Italienische Wespen, Oldies werden immer teurer. Die PXen gehen noch, deswegen hat Stoffi hier eine ganze Reihe von PXen. Grundsätzlich will jeder, der bei uns reingeht, was Altes fahren. Ja. Ob die Leute damit so glücklich werden, ist dann immer dahingestellt oder sei dahingestellt. Darum verkaufe ich auch sehr gerne PX. Entschuldige, Scheibenbremsen, Elestat, Getränkschmierung, was willst du. Und hier stehen wir an einem seltenen Stück, zumindest bei uns seltenen Stück, in Indien sehr viel verkauft. Gab es auch Anfang der 90er viel in Deutschland zu kaufen, Bayer Chetak. Dann, achso, wir haben hier hast du noch besonders alte Modelle, also das heißt Wideframe-Modelle. Ja, Und das die ACMA, also französisch, hier italienisch und da auch wieder Auch italienisch. italienisch. Also man muss ja auch sagen,
wo wir hier sitzen, das sieht ja auch alles sehr schick aus. Ne? Man kommt hier in einen schön gefliesten Showroom, wo halt schön die Roller aufgestellt sind. Es gibt noch einen zweiten Verkaufsraum, wo wieder Roller sind. Dann gibt es einen schönen Tresen. Aber als du hier eingezogen bist, da sah das ja noch ein bisschen anders aus. Ja, es war Händelhalle, wie man bei uns so schön sagt. Hühnerhalle. Keine Fenster, keine Türen, Bausubstanz nicht vorhanden. Aber bei uns in der Umgebung waren immer große Firmen und die haben eigentlich alles, was an Hallen gegeben hat, an Leerstände, haben die braucht oder wieder angemietet oder sonst irgendwas. Jetzt hat es rund um Ried nichts gegeben. Und das war die einzige Halle. Jetzt ist meins. Ja. Grundsätzlich kann man sagen, drüben ist dein Showroom hauptsächlich für Modern Vespa, hier ist dein Showroom hauptsächlich für das alte Schaltblech. Nur was ich natürlich schmerzlich vermisse ein bisschen, gerade bei dir ein bisschen, Stoffi, das sind die Lambretten. Wie kommt's? Naja, Lambretta ist immer meine Leidenschaft gewesen. Lambretta finde ich einfach cooler, aber es ist halt einfach auch zeitaufwendiger und der Einzige, der sich bei uns im Laden mit Lambrettern auskennt, bin ich halt selber. Ja. Die anderen sind nicht damit aufgewachsen und das ist halt auch ein Problem. Was ich aber mittlerweile spannend finde, ist einfach so die offenen Lambretta-Modelle, so wie das Modell C. Diese Kadermodelle, das hat ja früher in Italien gar nichts gekostet. Modell C, die ist Baujahr 51. Ja. Wenn das läuft, das funktioniert. Das hat gar nicht einmal so schlechte Bremsen. Das springt an, wenn ich mir das anschaue, was Vespa zu der Zeit gebaut hat. Da war Lambretta schon weit von. Ja? Also da der Unterschied, also das zu einer V31 gestellt, also da, das sind Welten. Okay. Was glaube ich, Lambretta zu der Zeit noch nicht raus hatte, ne, ist das Design. Ja, man muss sagen, also die Vespa war damals schon eine Design-Ikone. Lambretta hat damals noch sozusagen die Formsprache, die der Vorkriegsroller ein bisschen vorgeführt, würde ich sagen. Absolut richtig. Und mit späteren Lambretta-Rollern wurden die Lambis natürlich auch richtig schön. Ne? Und mindestens genauso schön wie Vespa. Bei Lambretta ist egal, wann die den Modellsprung gehabt haben, von B auf C oder von C auf D, die haben einfach alles neu gemacht. Also die haben nicht irgendwie auf Baukastensystem aufgebaut, so wie bei Vespa grundsätzlich, dass sie irgendwas entwickelt haben und dann ist das halt immer wieder verbessert worden. Bei Lambretta nichts. Wir machen lieber alles neu. Wahrscheinlich Kundenroller hier, oder? Die hier stehen. Ja. Da sieht man, da ist relativ viel Automatik, ist aber nicht unser Kerngeschäft. Da sind halt im Endeffekt relativ viele Sachen. Wir machen. Das sind auch Roller, die zu verkaufen sind oder Kundenroller? Teilweise, wir machen sehr viel Zulassung. Das heißt, nehmen wir mal die her, umbaut in Italien, gekauft in Österreich. Jetzt machen wir eine Zulassung in Deutschland und mit den deutschen Papieren, mit den Eintragungen holen wir es wieder nach Österreich, dass wir diese Eintragungen übernehmen können. Neufahrzeuge verkaufen wir seit 95. Also noch bevor wir da einzogen sind. Und das ist ja auch sehr früh. Ja. Und da auch wieder ein bisschen Glück gehabt. Zu der Zeit war Vespa eigentlich bei den Neufahrzeugen nichts. Ja. Also der Boom ist ja erst 2005, wie die GTS rausgekommen ist der Boom wieder entstanden. Ja. So Ende der 90er Jahre hat niemanden Vespa interessiert. Aber da haben wir uns drüber geredet mit Cilera Runner Cup, mit Italjet Dragster, das war damals schon sehr in. Okay. Da war Vespa eigentlich gar nicht so toll, aber da haben wir halt wirklich 5, 6, 7 Jahre wirklich darüber geredet, bis das dann eigentlich 2003 mit den World Vespa Days in Wien das wieder gestartet ist in Österreich. Früher hast du ja auch eine Menge Produkte rausgebracht. Es gab mal eine Stoffi Lambretta Scheibenbremse, erinnere ich mich. Stimmt. Federn gab es für die Gabeln von Oldies und so weiter. Genau. Ne? Aber das ist ein Feld, das ihr so ein bisschen verlassen habt. Ja, das ist einfach, da fehlt die Manpower. Apropos, wir haben gerade vorher von griechischen Vespas geredet. Also dieses schmucke Stück ist zum Erwerben. Das ist zum Erwerben, okay, so gut. Das ist frisch aus Griechenland. Ja, ist ein Rallye 200, gell? Ja, ich sehe schon. Es hat Papiere, der Motor dreht. Der Motor. Ja. Ja, aber der dreht sich im Rahmen. Nein, der dreht. Der hat halt einfach einen Schuss außen gekriegt. Ein?
Naja, Also, wir wollen nicht kleinlich sein. Wir wollen ganz wirklich nicht genau. kleinlich Ganz sein. genau. Ja, stimmt. Gut, schauen wir mal noch in die Werkstatt. Ja. Da ist halt auch eine der großen Leidenschaften von mir, das weißt du eh. Wir sind ja früher gegeneinander gefahren. Das Rennenfahren ist einfach eine ganz wichtige Geschichte bei Stoffis Garage. Bei mir ist jetzt heuer die 35. Saison und ich will nicht aufhören. Das macht immer nur Spaß. Wozu auch? Weil du hast das ja durchgängig betrieben und das geht so weit, dass du erstens immer gute Fahrer hattest. Du hast auch gute Fahrer, bekannte Fahrer rausgebracht. Ich denke an Markus Angleitner zum Beispiel oder in den 90er Jahren der Matz ist, glaube ich, zuerst bei dir gefahren Genau. oder Helmut Sieger und so weiter. Da gab es, glaube ich, einige bekannte Namen. Zuletzt waren auch noch, ich glaube, Michi Pesendorfer und Zini ist ja auch für dein Team gefahren. Menge bekannter Fahrer. Und vor allem auch schon immer ein sehr eigenes Design. Früher waren das erst so Flammendesigns vom Feili, glaube ich. Ganz genau. Und seit dem Jahrtausendwechsel vielleicht hast du immer so Blümchenmuster. Ich bin ja bekennender Valentino Rossi-Fan. Und der Rossi hat einmal im Mugello bei seinem Heimrennen hat er einfach weißes Moped, ich weiß nicht mehr, ob es die Honda oder Yamaha damals war, und einfach fürs Heimrennen hat er lauter Blümchen drauf gehabt. Und das war der Knackpunkt und seitdem ist dieses Blümchendesign eigentlich immer wieder auftaucht. Okay. Und du bist sozusagen auch frauenmäßig sehr treu, weil jeder deiner Roller hat den gleichen Frauennamen. Ne? Ja, Jacqueline Jacqueline. von Bully Herbig. Das Pferd vom Apahachi. Daher kommt das, okay. Ja, sehr weil schön. wenn es zu schnell geht, Dann dann... musst du kotzen. Wie hat sich das Geschäft verändert in den 30 Jahren? Es hat sich sehr stark verändert. Am Anfang wenig Nachfrage, wenig Händler. Dann auf einmal großer Boom. Der Boom war toll. Wir haben zur besten Zeit mal 600, 700 Neufahrzeuge verkauft. Also das ist schon für Österreich eine Menge. Dann ist es aber auch wieder auf ein gewisses Maß wieder retour gegangen. Es sind viele Autohäuser dazugekommen. Preiskampf ist halt ein Wahnsinn. Also es hat sich einfach verändert. Aber es hat immer gute Zeiten und schlechte Zeiten gegeben. Das hat aber auch damit was da, dass sich die Leute geändert haben. Früher haben die Schalter alles selber geschraubt. Das weißt du besser wie ich. Die Leute wollten immer nur Billigteile haben und das hat alles nichts kosten dürfen. Und jetzt, wo das Ganze, die Schalterszene sich ein bisschen gewandelt hat, wollen die Leute nicht beim 5. Pfuscher schlecht bedient worden sein, sondern einmal was investieren und dann wollen sie fahren damit. Ja. Du hast angefangen, wie du gesagt hast, Roller aus Italien geholt. Vor allem hast du auch Roller repariert, du hast eine große Werkstatt. Und ich habe Stoffi kennengelernt, oder sozusagen den Namen Stoffi kennengelernt über deinen Katalog. Also du hast sehr früh auch schon mit Mail-Order begonnen. Ich muss dazu sagen, die meisten Innovationen sind nicht mir geschuldet. Ich bin nicht so ein innovativer Typ. Mein kleiner Bruder hat halt einfach einen Job gebraucht. Und sage ich, ja, schrauben kannst du nicht, was kannst du denn sonst? Und er so, ja, ich bin am Computer gut. Naja, gut, dann machen wir halt einmal Homepage. So, das ist hier quasi euer Teilelager. Ja, es ist ja so, bei uns wird nur Sachen aufgeschrieben mit Nummern. Also natürlich Was würde unser werden muss, oder? ganz genau. Okay. Natürlich würde das unser System auch rausschmeißen, aber bei uns kriegst du halt immer nur eine Erklärung. Ja. Egal wenn du anrufst, bei uns kennen sie die Leute halt aus. Ja. Und da gibt es auch eine nette Anekdote. Bei uns die Daniela kennt sie top aus. Und wie ich angefangen habe, dass Mädels bei mir gearbeitet haben, bin ich dann öfters angerufen worden von anderen Läden, funktioniert das? Sag ich, warum soll das nicht funktionieren? Ja, aber die sind ja nicht glaubwürdig. Sag ich, die sind glaubwürdig, die kennen sich besser aus. Und bei der Daniela war es halt so, die kennt sie wirklich aus wie keine andere. Okay, sehr gut. Was ist das? Das ist so eine Geheimklappe, die du da hast? Ja, natürlich. Da sind dann die Schätze. Die wahren Schätze sind da. Die wahren Schätze. Jetzt schauen wir mal darauf. Ja. Da sind eher so die Projekte, die einfach ein bisschen Zeit brauchen. Da muss einmal der Lack einmal trocken werden. Also da kommt selten wer rauf. Okay, das ist eine Ehre. Und vor allem, hier sieht man immer gleich, wenn man auf so einen Dachboden kommt, wo man so schwer durchkommen kann, da entdeckt man Raritäten, hoffe ich. TV dritte Serie 175er? Genau, mit Puff, vorsichtig.
Da zum Beispiel, da siehst du Rumi Scattiatolo. Sehen wir dann unten im Museum. Ich zeige dir dann nachher das Moped, wo das dazugehört. Aber Moment, pass auf, ich hab eine Idee. Wer weiß, was das für ein Teil ist, ne? Der schreibt es bitte in die Kommentare, es gibt eine Flasche Sippwein zu gewinnen. Also Respekt, wer das auf Anhieb weiß, Okay. ein Turbo von Costa. Ist das original verpackt? Ja, ist original Ist ja verpackt. unglaublich. Nicht mal geöffnet, doch? Nee, nicht mal geöffnet. Also das heißt, ohne das zu öffnen, wird man wahrscheinlich auch niemals erfahren, wie das funktioniert. Ne? Ist ja geil. Auf sowas stehe ich ja. Jesko, das ist nur die Zeit, wo wir gegeneinander Rennen gefahren sind. Also nur eine kleine Auswahl von den Helmen. Ich meine, manchmal bin ich halt auch richtig eingeschädelt. Okay. Und irgendwann einmal hat der Pfeili gesagt, okay, Stoffe, Hat Pfeili die immer lackiert? immer lackiert. Ja. Das war übrigens die Jacken dann zum Moped dazu. gell? Zur Enola Gay, ne? Geil. Sauber. Also da haben wir was Spezielles für dich. Ja. Den Motor kennst du wahrscheinlich. Der Motor ist von der Rennlamme von Mike Davis. Man sieht das auch noch, wir haben den damals noch umgebaut. Oi, da ist das schwer. Hydraulische Kupplung. Wer braucht das noch? Ja. Kein Mensch. Eine richtig dicke Spacer für eine dicke Kupplung. Ja. für Sechsscheibenkupplung. Ja. Jetzt gibt es das alles. Ja. TS1 aufgeschweißt ohne Ende, zentraler Kopf. Wir haben ihn dann einmal umgebaut gehabt, dadurch hat er da diese. Die Gap da. Aber trotzdem, das bringt immer noch gute 30 PS und ist eigentlich starralt, aber das funktioniert immer noch. Ja. Vor allem, der war ja richtig schnell. Ne? Ich glaube, der hatte damals zur Bestzeit sogar 37 oder sowas mal. Ne? Knapp 40 war die. Knapp 40 PS. Also Knapp 40 PS war die beste Leistung. Das war in den 90ern, war eine Lambretta mit knapp 40 PS, war vom anderen Stern. Du kannst nur vergleichen, eine normale TS1 Lamy hat so 21, 22 PS gehabt. Ja. Da liegt das fit. Da, Krass, von 1999. da, 1990. Geil. Das war meine erste Boxentafel. Ah, Und Sleeping Rocket war damals mein Spitzname. Das war eine Gilera Runner Cup. Also ich war damals nicht der Schnellste, wie man das sieht am Namen. sehr gut. So Stoffi, jetzt sind wir hier in deiner Rollersammlung, in deinem Rollermuseum. Hier stehen nicht etwa besonders viele Vespa- oder Lambretta-Roller, wie man erwarten könnte, sondern hier stehen Roller aus den 50er Jahren vor allem, die sehr selten sind. In den 50er Jahren gab es ja einen Boom und da hat irgendwie jede Firma etwas hergestellt und das sammelst du. Ganz genau. Die Sache ist einfach die, ich finde diese technischen Sachen extrem. Das sind so viele verschiedene gute Ideen, die jetzt als Innovation aufgegriffen wird. Wir haben vorher mal gehabt bei den GTS das Anti-Dive-Bremssystem, was eigentlich schon gegeben hat. Kurvenlicht. Kurvenlicht hat es bei einem Progress Strolch genauso schon gegeben. Und was ich sehr interessant finde, sind nur diese verschiedenen Länder. Deutsche Roller, die da hinten sind, das ist alles technisch perfekt gemacht. Aber halt vom Styling her, ja, Schwierig. das ist sehr groß, sehr wuchtig, aber technisch ausgereift. Aber es ist ja generell interessant. Hier steht Gogo, hier steht Heinkel, hier steht eine Adler. Die haben alle Telegabeln oder Schwingengabeln. Die Franzosen da mit dem hydropneumatischen Fahrwerk. Ja. Wenn du dir jetzt anschaust, Gummibänder als Stoßdämpfer ist ein Wahnsinn. Aber es hat damals funktioniert. Wenn du uns alles hier an Highlights vorstellen würdest, dann bräuchten wir, glaube ich, 3 Stunden Sendezeit. Das machen wir das nächste Mal. Ich finde halt ein paar Highlights Wahnsinn. Technisch zum Beispiel finde ich englischer Roller Veloset Viceroy. Super geil, Fahrgestell Nummer 3, von ganz wenig Stück. Der hat einen Boxermotor. Boxermotor, 2 Zylinder, 2-Takt Boxer. Geil. Also da knirst du nieder, wenn du das hörst. Okay. Der Starter mit dem Fuß. Da sind wir bei Facker. Dieser Roller hat jetzt 15 Kilometer. Wahrscheinlich habe ich ihn einmal rausgeschoben. Was Wie ich viel? einfach, 15 Kilometer? 15 Kilometer. Das sind die ersten Original? Reifen. Das ist original. Aber Diese Turbinen, ich meine, das hat ja keine Funktion. Ja. Das ist einfach nur Schmuck. Schmuck. Ja. Aber halt super geil. Und dann
haben wir noch was ich da zeigen will, was nicht so original ist. KTM. Da hat es ja einmal Oldtimer-Rennen gegeben. Da war diese Anforderung, das Fahrzeug und der Motor müssen vom gleichen Hersteller sein. Der KTM-Roller, der Mirabelle, hat halt den Vorteil, der hat 12 Zoll Räder, hat den Tank von Haus aus da hervorn. Und Aber Moment, der hat den Tank in der Lampe. ja, da herinnen. Da herinnen ist der Tank. Okay. Jetzt hast du da hinten, da, dieser Rahmen da, Ja. dieser Rahmen ist original, Mirabelle. Mirabelle. Okay. Das heißt, du hast einen Rahmen, du hast einen Tank vorne, du hast 12 Zoll Räder. Ich habe im Endeffekt das Motorrad komplett zerlegt. Da herinnen sind die Kühler. Schwinge dann selber baut, hinten Biturbo-Stoßdämpfer von irgendeiner Automatik und so weiter und so fort. Ich habe damals eine deutsche Freundin gehabt. Da haben wir es dann in Deutschland zugelassen, dann als Übersiedlungsgut reingeholt und ist schon cool. Da mit der Ding. Und Also Moment, das ganze Ding ist zugelassen? ja, ja. Okay, das ist... Das ist der erste in England gebaute Roller. Okay. Der das designt hat, der hat Brotdosen oder Schuhschachteln designt. Auspuff im Rahmen? Ja, Auspuff im Rahmen. Das heißt, wenn der Auspuff mal verstopft ist, muss man nur schnell den Rahmen tauschen, schon geht's wieder. Jetzt kommen wir nur mal zu was dir sicher gefallen wird. Hier ist quasi sozusagen die Tür, die eigentlich niemals aufgeht für Kundschaft oder sowas, sondern hier stehen... Ja, was steht hier eigentlich? Ja, nach dir. Wir gehen da mal rein. Ah, die Lamy von Mike Davis. Das in jedem Fall ist für mich ganz persönlich in meiner kleinen Rollerwelt eine der größten Dinge. Meines Erachtens eine der Meilensteine in der Roller-Rennfahrergeschichte. Der Mike Davis war bei den Rollerfahrern bei uns fast unschlagbar. Der hat einfach alle Rennen gewonnen, jedes Training dominiert. Und der Kartuch Karl, der mittlerweile den Erzberg organisiert, hat dann gesagt, okay, lieber Mike, du darfst beim Mito Cup mitfahren. Mito Cup damals eine Rennserie mit 125er Rennmotorrädern von Cagiva. Ganz genau. Und die hat am gleichen Tag stattgefunden. Ganz genau. Die Rennserie. Da war diese Rennserie 125 Kubik, wie du sagst, Zweitakter Geschosse. Die sind auf der Geraden über 200 gelaufen. Wie ist es dazu gekommen, dass Mike Davis beim Mito Cup mitfahren konnte? Die Mito-Leute haben es nicht gewusst. Das heißt, da war die Startaufstellung. Ach, der Veranstalter hat ihm gesagt, du kannst mitfahren, hat aber den Rennfahrer nicht Bescheid Ganz gesagt. genau. Okay. Jetzt musst du dir das vorstellen. Du fährst eine ganze Rennserie mit. Ja. Alles ist ganz gleich. Und dann lassen sie einfach einen Rollerfahrer, der 2 Gänge weniger hat, 6 Zoll kleinere Räder, den haben sie dann vorne hingestellt. Er hat keine Aufwärmrunde fahren können, weil der Tank zu klein war. Wer ist als erster in die erste Kurve reinbogen? Der Mike Davis. Vor allen Mitos hat er den Start gewonnen und Es war Wahnsinn. Wir sind alle an der Boxenmauer gewesen. In dem Rennen ist auch er gemessen worden, Ende Start Ziel mit 189 km/h. ich habe es damals nur im Magazin lesen können. Ja, ich war nicht da und habe das fasziniert gelesen, dass da jemand mit einer Lambretta beim Cagiva Mito Cup starten durfte und tatsächlich als erster in die erste Kurve gegangen ist. Das war für uns alle wie vom anderen Stern. 189, 40 PS mit einem TS1, das ist heute noch schwer zu bauen, oder knapp 40 PS, war eine unfassbare Geschichte. Wie ist es denn ausgegangen für ihn? Auf der Stadt Zygraden, wo wir gestanden sind, da hat er immer 70, 80 Meter verloren. Weil einfach die Mitos sind halt 2,5, 2,10 gegangen und die Mitos sind immer zu ihrem Zobe und dann kommen die Kurven, wo ich sagen muss, mit 10 Zoll Rädern und damals hat es keine BMT-Slicks gegeben oder sowas. TT90 sind wir damals gefahren. Mit TT90 ist einer der Mike in der Kurve weggefahren. Und das finde ich einfach genial. Also das ist wirklich das absolut Krasse an der Geschichte. Man muss sich vorstellen, was damals Stand der Technik war, auch für die Rennroller. Das waren Gabelkonstruktionen aus den 50er Jahren, die nur minimal verbessert waren, mit stärkeren Scheiben, aber noch keine vernünftige Federung, keine vernünftige Dämpfung. Die Mitos sind auf Slicks gefahren, auf richtigen Rennreifen, eher auf einem TT90 10 Zoll.
Wie um alles in der Welt hat er es überhaupt geschafft, mit einer Mito in der Kurve mitzuhalten. Und er war sogar schneller. Er war schneller, ja. Er war in die Kurven immer schneller. Er hat immer nur auf der Geraden oder bergauf verloren. Für mich deswegen eine unglaubliche Legende. Und von diesen ganzen Perlen und Schätzen, die Stoffi hier hat, ist das der einzige Roller, den ich ihn gerne abkaufen würde. Einzige Problem ist, A, ich habe kein Geld, B, er verkauft es nicht. Ich habe ihm sogar versprochen, ne, wenn er sie mir verkauft, fahre ich im nächsten Jahr diese Tour mit dem Ding. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Ne? Aber was ich nur dazu sagen will, dieses ganze Paket Mike Davis war einfach komplettes Paket. Der war guter Rennfahrer, der war guter Schrauber, der war penibel ohne Ende. Also der hat sich auch alles aufgeschrieben, da haben wir nur immer Vergasereinstellungen, ja, da schrauben wir das rein, schrauben wir das rein. Der hat Buch geführt, der hat genau gewusst, okay, bei dem Luftdruck, bei der Temperatur brauche ich die Vergaserdüsen und. Also der ist nicht umsonst so weit gekommen, der war seiner Zeit einfach voraus. Ja. Und wenn man das heute ummünzt, dann kann man auch mit weniger Technik sehr gut bei Rennen oder bei Quartermiles oder sonst irgendwas dabei sein, wenn man das penibel macht. Ja, weil er einfach genau wusste, wie er abstimmen muss, was seine Technik vor allem auch kann, wo die Grenzen seiner Technik sind. Und er hat das verstärkt, was sein Roller kann. Ja. Und die Schwächen einfach kaschiert. Und das hat er halt perfekt geschafft. Sehr geil. Stoffi, eine wirkliche Legende, ein sehr interessanter Roller und vor allem auch die Geschichte dazu. Danke, dass du uns die vorgestellt hast. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich sehr interessant, mal deinen ganzen Laden zu sehen, auch etwas zu hören über deine Geschichte und was du so alles getrieben hast in den letzten paar Jahren, Jahrzehnten, kann man inzwischen sagen. Ne? Es gibt immer Veränderungen und so Rückblicke oder sonst irgendwas ist immer geil. Sehr schön. Deswegen, euch kann ich auch nur empfehlen, wenn es euch gefallen hat, natürlich Bimmel drücken, SIP-Kanal abonnieren, aber kommt auch mal bei Stoffi vorbei, weil hier gibt es wirklich immer was zu sehen. Stoffi, vielen Dank. Danke. Und bis bald und zum nächsten Mal. Ciao.